Atze ist ja leider ein bisschen tot. Aber egal. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Serie, die ich fahre. Also, keine Ahnung. Leider. Wie hast du das verliert? Was? Du fährst übrigens noch mit RP im Namen, ne? An das habe ich das eigentlich gewechselt. Vielleicht habe ich so Race vergessen. Das wird so. Ich werde mal schauen bei Race. Ja. Fährst du mal raus, oder? Ja, nachher gleich. Aber die Strecke ist ja jetzt so schnell, also. Also, jetzt hier Name, P weg. Ich glaube, das ändert jetzt nichts mehr. Ja, aber für die Zukunft. Warum kann ich denn... Ich habe schon einen getötet, ne? Hast du gesehen? Nee, was? Wo? Ja, erste Quali-Runde, der Bruder fährt einfach raus. Aber das ist Schikane, er kommt aus der Box, ich bremse für Turn 1 an, er zieht links rüber und steht einfach dort. Also wirklich wie geparkt. Weil er war aus seiner Outlet. Ich dachte mir nur so, Alter, das kannst du nicht ernst meinen. Ah, das denn. Oh.
Ich hätte mein Apex sogar gekriegt, also. Hä? Du hast nur da getötet. Oh. Können wir nicht. Ich 10 Minuten Regen. bin gerade rausgefahren, chill mal. Rücken. Immer mit der Ruhe, immer Padawan. Okay. Stark, kein einziger mitgenommen. Da kommt jetzt Mario. Was ist? Ist mein alter Kollege. Aber er hat gesagt, ich kann nicht fahren. Was? Der sich da beschwert hat, wie ich da reinhalte. Auf dem Nürburgring rennen, irgendwie so oder sowas. Nee, der hat sich nicht beschwert. Und klemmen wir dem doch mal ein bisschen Arsch. Der ist nicht so schnell. Nur Monza kann er halt, also kann er halt. Ist gut. Aber der ist noch nicht viel du brauchst die. Also entweder musst du jetzt ganz viele vorbeilassen. Oder du fährst. Jetzt fliege ich denn die ganze Zeit von unserem Auto runter. Gerade wieder etwas leise gewesen. Ja. Vielleicht das Mikro noch ein bisschen näher rannehmen. Besser? Ja. Ja, schön. Hier liegen ja noch 2 Zehntel drin. Stimmt, Strecke ist jetzt auch schnell.
Bitte, Mario. Aber wenigstens schneller geworden. Nice. Mute. Ja, jetzt lohnt es sich nicht mehr, so im Regen rauszufahren. Es wird gleich anfangen zu regnen. Aber ist in Ordnung, ne? Ja. Vielleicht wird es nach dem Regen nochmal trocken oder so. Ja. Ich gebe dir mal das Auto, weil ich stehe mal kurz auf, als wenn du fahren willst oder so. Ja, okay. Paragraph Swap 1. Come on, let's go. Für Julian. Okay. So, bin gleich wieder da. Ja. Okay, es regnet jetzt. Lol. Wollte ich im Haus fahren? Ah, ich glaube, es wird auch nicht mehr trocken. Nee, das lohnt sich nicht. Dann gucken wir ein bisschen YouTube. Ui. Komm, gucken wir uns die Ich wusste Start nicht, von wie viel Le mein Mans Auto wert ist. Aber dann habe ich die Wir kaufen dein Auto.de Werbung gesehen. Mit dir. Dangerous before Le Mans tell and even more additional content on the WC. Sebastian Bourdais. The hairs on the back of your neck are not standing up. Consult a doctor immediately. We are about to go racing here in Le Mans. 24 hours on the clock. We will race until 4 p.m. Sunday as, for a century, the world's greatest endurance motor race once more gets underway here in the centre of France. 2 by 2 they will come. Porsche and Cadillac on an all-American front row. The Ferraris behind. Zinedine Zidane waves the tricolour. We wait for the lights to change, and they will storm along the straight and sweep right into the Porsche curves. Immediately, Lawrence Vanthoor shuts the door on Sebastian Bourdais. Ferrari side by side in second. Very slow start from the number 12 Hertz team Jota Porsche, and the Ferrari up to second place ahead of the Cadillac and Sebastian Bourdais. And that is car number 51, Antonio Giovinazzi. No, it is the 50 car of Niklas Nielsen. Very slow getaway from the number 12 car, but riding on board with Giovinazzi. He's in 4th place. Sebastian Bourdais in 3rd with the yellow-nosed Cadillac. 5th place, 6th place is the blue-nosed Cadillac. BMW behind, and Alpine and Hertz Team Jota squabbling in the midfield in our burgeoning 32-car hypercar class, 23-car hypercar class. The Proton getting very close as well to Nico Muller, who we ride on board with now on the exit of Tetra Rouge, and the Jota in front. I think one of the Jotas I saw cut the corner around turn 3. Well, there are the 2 gold Jota cars side by side, or nose to tail, 12 ahead of 38. There's the better of the 2 Toyotas. Number 8 moving up the order.
And that is a change for 8th and 9th place. There's the Proton car. So, das war der Start. The 93rd, 24 hours of Le Mans is underway. The two Cadillacs off the front row of the grid go toe-to-toe up towards turn one. On the inside line, Alabama. On the outside line is Will Stevens. Stevens tries to brave it out on the outside line. He's just got his nose in front. As round the outside as well comes Julian Andlauer in the Porsche. Cadillac side by side for the lead. It's going to be Will Stevens ahead of Alabama. Third is Andlauer. There was a good start being made by Kevin Magnussen, but cars all over the curve. They rattled their way then for the first time down through the Dunlop S's. Cadillac leads Le Mans. Porsche goes second. The flag is waving the LMP2 and then the GT3 cars. Aston Martin leading, BMW leading, Ferrari leading, Mercedes AMG in the LMGT3 class. That's some pretty feisty racing for the first few corners, Graham. Well, it certainly was. I think a bit of contact there in the middle of the pack, or towards the back of the pack in hypercar. One of the Peugeots, I think, involved in that. We'll catch up with that as things settle down in about 25 hours. So down the Mulsanne straight then they come for the first time, and you can see everybody on their toes looking for track position side by side for the lead, and Julian Andlauer goes through into the first chicane round the outside. So Cadillac led for about a quarter of the lap, but here, Peter Dunbrett, Julian Andlauer is on a mission. I do wonder whether the Cadillacs worked their tyres hard enough on that out lap, because you could see the Porsche visibly side to side really working the tyres, and the Cadillacs were very stationary in a straight line. Side by side, Peter, between the number 8 Toyota and one of the factory Ferraris, with the 83 just behind. So these are cars we do expect to be in the hunt. There goes the 83, looking to make the move, and does so. Late on the brakes, wasn't he there, diving into the corner. Phil Hansen at the wheel of 83, the bright yellow Ferrari. And there, look, you've got the battle going on between number 99, Neil Jani at the wheel, and the Aston Martins. There, look, you've got Porsche number 5 then in the middle of the traffic. That's Julian Andlauer, the race leader, trying to wriggle his way through the forward chicane. You want to clear that traffic as quickly as you can. And he's doing that very well as he clears the first batch of traffic, crosses the line, 4.1 seconds to the good, and he's catching another great big batch on the straight, which again Peter Dunbrett will help him in this battle to keep cars and space between him and the pursuing Cadillacs. And there, look, hypercars getting past traffic, but also in the middle of all of that, you've got Chris Froggatt trying to battle against that Mercedes. Lucas Stoltz is the Mercedes AMG driver. Look at the background, you've got silver Mercedes, orange and white Ferrari side by side. Lucas Stoltz on the inside. They're going to carry on battling all the way down the Mulsanne straight. The two Cadillacs have got themselves together, Stevens and Bamber nose to tail. So right now, down through that first chicane, it is an incredibly busy racetrack, and if you're in the GT class trying to have your own battle, the last thing you need is a hypercar come whizzing by. You've got to be so sharp here, Peter. Felipe Nasr, and off the road there, look, goes 22. David Heinemeier Hansson has had a spin, and he's going to try to rejoin and cause his people to scatter, and spins again, and there's another car that's had a spin in the middle of all of that, and that's the Chris Froggatt Ferrari. So have they got themselves together? That rejoin by Heinemeier Hansson was a bit risky, to say the least. Was it trying to spin turn the car in front of more traffic? Let's see what happened. There up the inside goes the United Autosport Oreca, bang into the back of Chris Froggatt. So that was the first incident that Heinemeier Hansson had. Look, Chris Froggatt gets a rude welcome to Le Mans as the Ziggo Sport Tempesta Ferrari gets turned around. And you can see the amount of taskmate, David Heinemeier Hansson trying to get the car back in the right direction. The adrenaline is pumping and pumping. He wants to rejoin as fast as, and did so, but caused more people to scatter in avoidance. There's the incident again. I think he'll take a penalty for that as well. Yeah, I mean, that's causing a collision, surely. But look, here he is, wants to get going. Here's the traffic, and he just... Yeah, that's definitely unsafe rejoin. We're working lap number 14 here, and great battles going on, look, between Porsche and Toyota. Oh, so close as Mike Conway tries to clear Felipe Nasr. Nasr on the inside, Conway on the outside, and they've got traffic up the road, just able to dive past the Corvette, but that was brave racing, Peter Dunbrett. Oh, and a big slide there from the Peugeot that goes off the road. Caught out by the air in the traffic and heading towards the tyres. Yes, big contact, bodywork flies, wheel off. And there is your first major drama of the race. It's 93 Peugeot. It is Paul de Rester at the wheel of it. Yeah, it looked like the bump had settled the car, and unfortunately the car was there and he had to avoid.
Right, it's dragged down the pit lane. Let's listen in. Update on the car. How is the car looking? The car is not looking good. Chances are not looking good. This is set to be a long pit stop, I fear. So keep an eye on what's going on here. This is the 92 car. Coming up behind Corvette and Ferrari. And that is a touch from the Corvette. The 150 car goes around. That is Ben Keating on Castadio Toledo. Again, another move that wasn't really on, in my opinion. Yeah, that's maybe just a little bit of impatience from Ben. Worth saying, by the way, the incident that led to that unsafe rejoin, there was a clarification shown on screen. Both drivers under investigation for that. From the number 60 Iron Lynx AMG, Andrew Gilbert, and that's contact there. That's super slow-mo. It's the CLX Pure Racing car and TDS 37 and 29 in the Ford chicane. There's pretty substantial contact between the two as well. Which again, yeah. It's not somewhere you expect a car to dive down your inside. So you've got to, well, yeah, the car that was overtaken down the inside, you've got to allow, oh gosh, straight off Porsche as well. You've got to allow that space for that car. And in that instance, the driver on the outside just wasn't expecting it. Now, how is this going to go? Who's got the quicker package at this stage? I've got to say, it's a defensive move there from Kevin Astra. Nothing he could do, though. Nick Nielsen has gone by the Porsche. That is fourth position for Nick Nielsen. Ferrari beginning to come to the fore here. Paul's clear off, and we've got trouble here for the number 21 car. Side by side with the Iron Danes Porsche. 21 Ferrari going around. Hands off Francois Heriot. Francois been on that car from the start? I think he has. But through the traffic, Will Stevens has just built that gap a little bit. Let's have another look at some of the battles that were coming down towards the chicane. Look at that proper send up the inside by the Cadillac, up the curb. I'm not sure there was contact. And, oh, there was there, the second part of the drama. So look at the big lock-up. He's off the circuit completely, in avoidance all over the curb, and clunk into the back goes Antonio Giovinazzi, who didn't really have anywhere else to go. So look, red Cadillac, yellow Ferrari in the traffic. Kubica thinks about the inside, can't get by there. Brendan Hartley is reeling them in as well. Look at the Peugeot. To the outside line goes Kubica. He's got a Ferrari GT car in the way. He gets round the outside. He's up the inside of the traffic. Fantastic move by Kubica. Yeah, brilliant, classy move there by Kubica. And he had to take that risk, didn't he? So he's got past the Cadillac. Look at the number 8 Toyota as well, down the inside of the Inter-Europol car. LMP2 round Arnage. And not far behind him is the BMW hypercar as well. Here comes Kubica, and right behind him, because they have come out in front of 51 but behind 50, this is the 51 car of Antonio Giovinazzi, up to speed and looking to get through, and he will gang up with Robert Kubica either side of the Porsche, 3 wide into Indianapolis. Maximum risk there by Giovinazzi, and if he didn't make that pass, he would have been off the track as well, so he would have had to have given it back anyway. 311 he was behind. It was another of the LMP2 cars. It's a big hit. That was a big clump, wasn't it? That's the RLR Sport car of Michael Jensen. Oh dear, oh dear. And that's why you saw all the smoke, because basically the tyre was going flat. And I'm not sure if he had broken suspension there as well. Here we go, battle for second again. And here comes Kubica. He's going to lean on him a little more this time, I think. Done it. Oh, trouble. Oh, problem for the 59 McLaren, I think that is. No, it's not. That's the 95. James Cottingham is in the pits in 59. So that's the 95 car. Now, that is the car that also stopped at the side of the road in qualifying, isn't it? Hypercars, so much grip that they probably don't need to use that much track, but certainly some of the cars, oof, that was a wee tag. It was, and drama falls then, so the Peugeot gets tapped around, has to go now around the roundabout to get back onto the circuit. But the traffic hasn't fallen his way at the moment. That's why Hansen has actually extended the gap. So it's just the way it goes. Oh, and is that Hansen that's got it is? Hansen's off in the gravel. Shows how much he was pushing to try and keep Collado at bay. That was complete driver error. I don't think another car was involved there. Was it that LMP2 car that was being flashed by the GT car?
let's see. Where is it? That's Hansen. He's on his own. Are there any cars around him? No, that was just all alone. Yellow's at Marshall's post 30. Debris at Marshall post 6, left-hand side. Let's have a look and see what's going on around the circuit right now. So it is the Porsche curves. I think it is the 46. Oh, now that's bad news because that has been very well placed in LMGT3 for the bulk of the race. It's been leading it. There is the car in question that is off the road. Tilting van der Linde as well at the rear of the car. And it looks like it's gone straight on. I mean, you can see the witness marks there, the way he's gone through the gravel, as though... Has there been a failure which has taken out the power steering, taken out the steering altogether? It just looks like it's gone straight on. The lights are on, I'll grant you, but it's very odd that it would have gone straight. There's no sort of spinny wheel action at the moment, so I wonder if there's been further drama. Let's watch and see what we can see here. He's on board with Kelvin van der Linde, and he has indeed a bit of a wiggle. This is at it's Porsche, isn't it? Yeah. If I said Ford chicane. And oh dear, oh dear, oh dear. 46 had rejoined, and as you can see, it's having another trip to its box. And so, whatever the problem is, it ain't gone away. And that really effectively is that car out of the race now. It's always good to see Ben going well. Right, I think now you're going to have Sarah Bovey coming back. Yes, definitely at Lila Wadu. Goes to the outside line, coming out of Terre Rouge then. Good stuff. Gets the toe, gets that side draft. The Porsche should be ahead by the time they get to the first chicane. But can Sarah Bovey move across and claim the line for the corner? It seems a long way, doesn't it, before you get to the chicane. You can see the lights on the inside there where the Ferrari tries to come back. They're heading into the braking zone. Is the Porsche going to turn it ahead? No! Lila Wadu late on the brakes. A brush between the two of them. Hard racing, fair racing, good racing, and the Ferrari stays ahead. Stell dir vor, du erstellst eine komplett maßgeschneiderte App, einfach indem du daran denkst. Das ist Baseball. Right, okay. Gosh, I remember seeing it as a car. This does not look good at all, does it? Marshall's post 6 is Terre Rouge. That's the 24 Nielsen Racing car. Data bricks backing on it. I'm impressed you can spot that. And that's got damage, hasn't it? Wir müssen nur wieder da. Jetzt gerade, aber ich habe schon mal einen Stream geguckt eben. Ah, okay. Ja, mich ist gerade trinken, irgendwas, logisch. Ja, easy. Ich habe gehört, keiner hat meine Regenzeit geschlagen. Nee, keiner hat deine Regenzeit geschlagen. Ich hab's aber auch nicht, ich hab's auch nicht versucht. Ich war, glaube ich, zwei Zehntel weg oder so. Ja, ich hätte noch 3 Zehntel drin gehabt, hätte ich noch ein bisschen mehr weiter versucht. Ja, ich bin dann mit Rennspiel rausgefahren. Ja, war richtig so. Macht auch mehr Sinn. Ich war auch erst mit Rennspit unterwegs. Aber ja, Setup ist Bombe. Ja, Setup ist gut. Ich hoffe, dass Michael nochmal kommt, dass, falls hier nochmal was passiert, falls die hinter uns nochmal 3 Zehntel finden, dass Michael nochmal nachlegen kann. Wenn nicht, muss ich. Oder du. Michael ist noch mit Raceplace, fährt er noch. Michael hat noch App hier. Hat er noch nicht geändert auf Race App. Ja. Oh je. Ah, Michael. Wurde mir direkt geschrieben. Ich mach mir einen Kaffee. Jo.
Der hat auch schon einen abgeschossen.
Wird Michael Start? Ja, ne? Ja. Er denkt dran, bevor er die Quali umsetzt, muss Michael das Auto geben. Ja. Soll ich jetzt schon machen? Ja. Ja? Ja, der wird schon kommen. Muss er. Er lässt sich immer gerne feiern manchmal. Hast du eine Taste, um den Rückspiegel wieder zu holen? Sind aber echt 1, 2 Leute dabei, die ich weiter vorne erwarten hätte. Oh, hä? Einer wird vom Server gebannt. Oh. Weil er Okay. weil er kein Kohle noch gesetzt hat. Der hätte ja noch Zeit gehabt. Ja. Where is Michael? Wird immer nervös, wenn es 5 Minuten vorher gleich schon ist. Ja, ich auch. und er noch nicht da ist. Ja, der lässt sich immer ein bisschen Zeit. Also das erste Mal, als ich glaube ich mit Michael zusammen gefahren bin, also das war glaube ich Flugwegen. Da ist er glaube ich auch 10 Minuten vor Serverstart, wir sind an den Discord gekommen. Gucken, was der Jürgen über uns sagt. Rob, du hast anscheinend auch noch das Raceplace Logo. Servus. Meine kleinen Schwitzer. Da ist er doch! Na? Naja. Wieder kurz vor knapp nochmal wiedergekommen. Ich bin immer nervös, wenn es gleich um die 5 geht. Ja, meine Großmutter ist erstaunlicherweise. Alles getroffen, was man treffen kann. Die regenfreie Zeit vorhin genutzt, um eine 1:46,932 zu fahren. Und Noah Boos immer noch der zweitschnellste mit Ist jetzt schon gelöscht bei Racer. Also so ganz trocken und ganz warm, wie die Strecke zu der Zeit war, ist es jetzt anscheinend noch nicht. Ist noch keiner Warte mal, ich gehe vom Server runter und komme wieder drauf. Ja, ich glaub's. Nee, ich glaube nicht, dass das geht. Außerdem hast du das Auto nicht runtergehen.
Nein! Nein! Also, gib mir denn das Auto! Wieder drauf, wieder drauf, Gib mir denn das Auto, welcher Vollidiot! Ja, du musst doch gleich Fein, fahren. dass du bei uns bist. Komm wieder drauf. Alter! Zuschaust heute hier. Wenn die Quali umspringt, dann geht's nicht mehr. 8 Stunden Marathon Das war aber jetzt nicht meine Schuld. auf. Und jetzt? Muss Rob, glaube ich, müsste. Ja, geil. Wir sind letzter. Jetzt müssen wir alle runter nochmal, glaube ich, oder? Ja, wir sind letzter. Fahr raus, du hast noch 5 Minuten. Was? Ich bin runter vom Server gegangen. Hä? Warte, Paragraph. Ja, ich fahr raus. Ja. Ich hab das Auto. Du hast es dann fahren. Geht alle runter vom Server und nochmal drauf. Ja, ich bin jetzt runter. Aha. Guck mal, das Gesicht war genial, wie der geguckt hat. Ach, wie schön. Scheiße. Ach, schon Monza wird auf jeden Fall gesagt, wir haben extreme Wetterschwankungen. Vorhin hatten wir Full Rain. Jetzt die Strecke ein bisschen Alter, Julian. trocknen. Wie meine Schuld? Rob hat Ganz mir gesagt, zu ich soll es Beginn machen. war's noch Ja, habe ich. Weil ich dachte, trocken. ich weiß ja nicht, wie lange du brauchst noch. Und es muss ja gemacht werden, bevor die Quali umspringt. Und die letzten 5 Minuten Weil sobald es umgesprungen ist, geht's nicht mehr. sind angebrochen. Okay, gut, egal. Ich habe jetzt 3 Runden Zeit. 2 Runden. 3. Hä, wieso ist unsere Zeit weg? Weil Michael runtergegangen ist, als er das Auto hatte. Aha. Auf was ist die mittlerweile noch schnell wieder? Ja, okay. Ich schaff's. Aber ich verstehe nicht, warum es da die Zeit löscht. Normalerweise müsste die auch stehen bleiben. Okay, gut, ich glaube, die Endtour ist nicht kaputt, aber ich sehe überhaupt wieder. Ich will mich auch. Bist du schon drauf? Ja. Ja, jetzt gerade noch nicht. Da sagen wir auch nicht Nein zu, ne? Ja, ich glaube, die Endtour ist kaputt. Wir sind immer noch offline. Nochmal runter, nochmal drauf. Nimm da alles mit, was Geschwindigkeit bringt, und das sorgt dann dafür ein leicht nervöses Heck. Manchmal ist er dann halt doch enger, als man denkt. Und jetzt hier die lange. Green line, go, go, go. So, ja, Batterie Havana ist früher mein Standard gewesen. Der hat 3 Tage nur Polo, kann das nicht mehr essen. Ja, 3 Tage ist auch Hardcore. Italienische Folter. Julian hat ein eigenes Auto. Dann gucken wir nochmal auf. That's it, das war's. Sonst kann eigentlich auch gar keine Quali mehr fahren. Obwohl, bei mir. Hey, also wenn kein Server-Restart mehr kommt, dann ist vorbei, Julian. Aber Julian wäre Fahrer 1, Julian hätte auch selbst drauf müssen, das war's. Ja, super. Starke. Ach, Junge. Okay, gehen wir nochmal runter von dem Auto. Mal suchen, ob wir bei Julian drauf trying können. Ja, wahrscheinlich nicht, weil wir sind jetzt so eingetragen in dem einen Auto. Bist du runter? Ja, ich bin runter. Ah, meine Zeit ist wieder da, Jungs. Da waren wir hier eifrig am Basteln, dass wir die übertragen. Kommt wieder drauf? Ja, und ich bin bei Julian drauf. Ha, okay. Also geht's? Julian, gib mir das Auto. Gib mir das Auto jetzt schnell. Ja, ich bin Wie den Fiedel Hotz zum Beispiel, der heute ausnahmsweise mal umgestiegen ist auf. Ei. Über Monza zu fliegen. Driver is not connected. Auch nochmal so ein bisschen. Nein, Michael ist auf einem anderen Auto. Oder? Nee.
Ja, ich gehe mal runter. Jetzt? Michael ist offline. YouTube und Twitch. Ja, dann nicht, ne? Driver is not connected. Ist aber nicht nett, eine schnelle Runde vor das Auto zu fahren. Ja, das muss man nicht machen. Stark. Wie heißt das Setup nochmal? Ja, derzeit arbeiten wir an Race 1H oder 1H Race oder so. Race 1 HM, Ich hab ja. das Setup nicht dazu gefunden. später mehr. Warte, ich schick's dir, Julian. Ja. Was? Der gibt mir jetzt das Auto. Lad schnell das Setup, lad das Setup. Alter, Julian, was bist du für ein Idiot? Gib ihm das Auto zurück, Guck doch mal. Ja. Auch schöner Wagen von der. Ja, Julian, was. Alter, hör mal auf. Wie es sich anfühlt, wenn man über die Kürze. Oh, Matey, Pops, oh, Einfach, du hast doch gleich noch Zeit. Ja, 3 Minuten. Ja. Halt. Wir haben dir doch das Setup geschickt. Guck mal, das, warte mal, Julian. Race 1HM Jason, das letzte, was du als Nachricht hast. Ja. Ich lese beide Chats gleichzeitig über Ja. Kreuz. Das ist so unglaublich, ne? Nee, die kriege ich über ein Multichat. Race 1HM. Alle Kanäle. Ich hab's dir ja gerade geschickt. In ein Aber es bringt eh nichts, ihr könnt sein lassen. Steht da schon so weit, dass es sowas geht. Wolltest du auf Ihr werdet dann disqualifiziert, weil ich nicht gefahren bin. Ja, stimmt. Vor dem Start. Ja, stimmt. 8 Stunden. Ja, stimmt, Julian. Stimmt. Wollen wir mal alle vom Server runter nochmal nacheinander drauf? Ja, so die Daumen, Auf gut Glück. dass das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und, die Komm, ich geh noch mal runter. Ready to rumble! Dann Klasse, zuerst Julian Ricky, danke. drauf und dann schauen wir. Seid ihr runter? Geh noch mal runter, Julian. Bin ich schon. Ja. Okay. Ich geh nochmal Dann wieder drauf. drauf. Du kannst dem Server während einer Rennsession nicht beitreten. Ach, Digga. Ja gut, dann alles klar. Dann war's das. Schade. Schade. Ich war echt schnell heute. Vor allem im Regen. 52,7 mittlerer Regen bin ich auch noch nicht gefahren vorher. Mit Luft nach oben. Im Regen ist halt immer so, wie viele Autos sind drauf und so weiter. Also, ich denke nicht, dass du im Regen weit auf bist. Nee, im Gegenteil, ich bin im Regen sehr schnell. Also, sag mal, wenn ich in der Theorie eine Sekunde off bin von dir im Trockenen, bin ich vielleicht 1/8 off von dir im Regen. So ungefähr. Not bad. Ach, scheiße. Aber nur wenn du nicht Porsche fährst, wohlgemerkt. Na gut, Porsche und Regen ist nochmal. Ja, deswegen. Und du, Porsche und Regen, da bin ich ganz kleinlaut. Ach ja. Och Mann. Schönes Rennen, Jungs. Richtig stark. Oh, Julian, ich wollte nur mal sagen, das Rennen hätten wir so locker gewinnen können. Yep. Weil ich habe keinen gesehen, der die Pace hatte wie ich im Regen. Und Ja. Michael sowieso nicht. Und Ich war auch nicht weit weg. Auch nur 2 Zehntel oder so von dir. ach man, ist schon schade, weil es wäre so schön gewesen.
P1 heute zu fahren und der Jürgen denkt sich so, oh Scheiße, das hätte ein Raceplace Auto sein können. Ach man, Ich will mal schnell den Stream aus.